Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, heute machen wir in den Limitless eine Max 6 Combo rein mit einem 1650 kV Motor. Es gibt hier ein paar Sachen zu beachten, da der Motor schon etwas dicker ist. Ja, und deswegen passt er nicht ohne weiteres da rein. Ich habe das schon ausprobiert und ja, in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr ihn trotzdem reinkriegt, was ihr dafür machen müsst und ja, welche Tricks, Maßnahmen da zu beachten sind. Da wir kein Intro haben, fangen wir direkt an. So, bevor wir richtig loslegen, will ich noch ein paar Punkte zu der Combo sagen. Und zwar zum ersten der Regler. Der Regler ist ein ja, 3 bis 8S Regler. 8S kann der ab. Allerdings der 1650 kV Motor kann keine 8S ab. Laut der Anleitung geht er nur bis 6S. Ich werde den hier sowieso auf 6S fahren. Der 8S Motor wäre der mit 1100 kV. Die Stecker sind hier keine drauf. Es ist auch kein Kabel dabei. Falls ihr jetzt 2x3S fahrt, wie ich, dann braucht ihr noch ein Kabel. 10 AWG Kabel sollte das schon sein, da hier original schon 10 AWG Kabel drauf ist. Stecker gut, jeder wie er es mag. Der passt hier super rein. Wir müssen den so platzieren, damit wir mit den Kabeln darüber kommen. Mit dem Motor und den Kabeln darüber kommen. Das wird dann so gehen. Das ist halt hier ein bisschen blöd mit den Kabeln und den Lipos, aber naja, es geht. Andersrum passt der eh nicht rein und so rum wäre doof. Da müsste man die Kabel verlängern. Gut, so viel zum Regler, obwohl, nee, eine Sache noch, mit der Programmierkarte ist das programmierbar, genau wie mit der LCD-Programmierkarte, die habe ich gerade nicht zur Hand, ich denke, ich blende sie dann ein. Damit ist das programmierbar, genau wie über den Set-Knopf kann man die auch programmieren. Dazu habe ich ein anderes Video gemacht, ein Kurzvideo. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung mit. Also, das haben wir zum Regler. Jetzt zum Motor. Der Motor ist 49 dick. Also, hier mal ein Bild vom normalen Standard 4074er Motor. Ja, das sind schon kleine Unterschiede zwischen. Das ist auch das Problem, warum wir den hier nicht ohne weiteres hier reinbekommen. Und zwar zum einen stört diese Ecke hier. Da liegt der Motor dann halt an. Und zum anderen, wenn wir jetzt das Original 27er Ritzel fahren wollen, dann kriegen wir das Spiel nicht so weit eingestellt, weil wir hier an den Outdrives, an den Ausgängen von dem Spool dran kommen. Ja, um das zu vermeiden bzw. um das auszugleichen, müsste man hier eine Kühlrippe hier ein bisschen bearbeiten. Das will ich allerdings nicht machen. Ich werde den mit dem anderen Ritzel probieren. Ich werde mit einem 29er Ritzel probieren. Dazu kommen wir später. Um den hier trotzdem zu verbauen, damit wir überhaupt das Spiel einstellen können, müssen wir das Mitteldiff bzw. den Spool einmal unterlegen. Ich habe mir hier so eine 3 mm Platte genommen, habe da ein bisschen was ausgeschnitten. Ihr könnt das natürlich mit Unterlegscheiben oder wie auch immer unterlegen. Auf jeden Fall 3 mm reichen dann aus, dann passt das auch hier mit und man kriegt den Motor ganz reingeschoben. Und damit sollte das auch kein Problem darstellen, um das Spiel einzustellen. So, ich bereite mal ein bisschen was vor und dann machen wir weiter.
So, das Mitteldiff ist abgeschraubt und wir können dann jetzt anheben und können die Platte so drunter schieben. Und deswegen habe ich auch eine Platte gemacht, weil das einfach zum Schrauben einfacher ist, wenn man jetzt da mit Unterlegscheiben darum macht. Nee. Also am besten so eine Platte machen und da drunter schieben, falls ihr nicht die Möglichkeiten habt. Ich kann euch da bestimmt weiterhelfen. So, jetzt schrauben wir das Ganze fest. Ich nehme hier etwas längere Schrauben, beziehungsweise hier auf den Alu können wir die normalen Schrauben, sollte eigentlich reichen. Ich teste das mal aus und dann machen wir weiter. So, das Diff ist wieder festgeschraubt. Ich habe vorne die originalen Schrauben wieder benutzt. Da das hier Alu ist, sollte das vollkommen ausreichen. Das sind 4×12 oder so. Hinten habe ich etwas längere genommen, da das hier im Plastik ist. Und ja, die 12er fand ich jetzt ein bisschen kurz. Da habe ich 4×16 reingedreht. Ja, jetzt können wir uns unseren Motorhalter, unseren Slide-Motorhalter drauf montieren, Ritzel drauf machen und dann schauen wir weiter. So, jetzt habe ich das 29er Ritzel drauf montiert. Ja, das 29er ist ein Stückchen größer und auch wenn man den jetzt hier ganz ran schiebt, also Spiel 0, haben wir immer noch hier Luft. Das wird so funktionieren. Also 29er müsste man da auf jeden Fall verbauen. Die Motorlänge passt auch gerade ebenso. Also wir haben hier zu den Lenkpfosten haben wir noch 3–4 mm Luft. Da berührt nichts, da kommt nichts dran. Das funktioniert auch. Ja, als nächsten Schritt wäre jetzt das Spiel einstellen angesagt. Kabel gucken. Ja, Kabel passen auch. Das haut hin. Dann können wir die Kabel hier so drüber legen. Mit der Karo sollte das eigentlich keine Probleme geben. Die hat hier noch Luft. Das testen wir auch mal direkt eben aus. Einmal die Stecker rein. Kurz anstecken, da ich den eh noch hier anlöten muss. Also die Stecker noch löten muss. Ja, das geht bis dahin und von da aus hat er eh noch Luft. Ne, das wird passen. Also bis dahin sind wir bei der Karo hier und dann steigt das eh an. Von daher mit den Kabeln kein Problem. Ja. Okay. Ja, Spiel einstellen. Noch die Stecker anlöten. Ja, ich bereite mal wieder was vor und dann machen wir wieder weiter. So, Stecker sind drauf gelötet. Der Kollege nutzt die EC5 Stecker. Da haben wir jetzt die EC5 Stecker dran gelötet. Die stecke ich noch nicht rein, da ich noch rasch eine Kondensatorbank zusammengelötet habe. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen, da eine Kondensatorbank daran zu machen. Die werde ich wohl hier an der Brace mit Kabelbinder befestigen. So da dran. Und dann, gut, die Kabel sind halt etwas lang. Ich denke mal, ich werde hier irgendwo dran gehen. Dann sollte das eigentlich reichen. Ich habe hier auch extra ein bisschen dickeres Kabel genommen. Das müssten 12 oder 14 AWG-Kabel sein. Ja, die kommen dann hier dran. Und dann haben wir immer noch Luft mit den Steckern. Das kommt so. Wie gesagt, die mache ich gleich noch dran. Ich löte das erstmal hier an und dann kleben wir den Regler fest. Also mit Kleben wird das hier schon reichen. Zum Verschrauben haben wir hier eh keinen Platz. Beim Onroad reicht das auch völlig aus.
So, noch eine kurze Sache, wenn man den Motor dreht. Also hier gibt es ja die Möglichkeit, den Motor zu drehen, dass man einfach rausnimmt und der Motor dann nach hinten steht. Ich habe das hier noch nicht ausprobiert, allerdings wird es mit dem Motor ja das gleiche Problem sein, da hier auch so eine Kante drin ist im Chassis. Also da kommen wir auf den gleichen Punkt raus. Also ohne das Anheben wird es so rum auch nicht funktionieren. Ja, ich löte das eben und dann machen wir weiter. So, Kabel angelötet, die Conti-Bank angelötet, hier mit Schrumpfschläuchen. Bin jetzt hier vorne dran gegangen. Das ist so nah wie möglich am Regler dran. Das sollte okay sein. Kabel haben auch noch Luft, sind jetzt nicht auf Spannung. Ja, Motorritzel ist eingestellt, hat leichtes Spiel. Was mich noch so ein bisschen stört, ist, dass die Antenne hier ist und die Kabel hier so hergehen. Ja, das könnte ein bisschen den Funk, die Verbindung ein bisschen stören. Das muss man mal schauen, ob da Störungen durchkommen oder nicht. Ansonsten müsste ich noch vielleicht die Antenne noch ein bisschen versetzen. Die Kabel, ja, die mache ich vielleicht hier noch fest. Mal schauen, vielleicht mache ich hier noch einen Halter, dass man die hier so fixiert. Karo passt drauf, das ist alles okay. Ja, am Anfang hatte ich ja gesagt, dass die Kabel da zu kurz sind, aber ich habe die irgendwie verwechselt. Das ist ja von meinen die Combo, die soll bei mir rein und bei mir habe ich ja den Motor oben sitzen und den Regler hier. Und ich hatte die Kabel gekürzt, dass das auf meinen da ja zugeschnitten ist. Dazu mache ich allerdings ein separates Video. Das würde jetzt zu lange dauern, den Aufbau noch zu machen von meinen. Das ging hier jetzt um die Standardversion. Ja, Kabel hatte ich gesagt. Noch eine Sache zu der Karo. Wir haben uns jetzt entschieden, hier noch ein bisschen was auszuschneiden. Hier ist ja eh schon ja, so eine Andeutung von so Einlässen. Die schneide ich hier auch noch aus. Ja, da soll der Motor da ein bisschen Luft da auf den Motor kommen. Und hier halt den Regler, wobei hier schon der Empfängerbox ein bisschen was von ja versperrt, aber oben drüber ist halt noch Luft. Und dann kann der Regler da noch ein bisschen Luft ziehen, weil sonst ist das ja alles ziemlich ja zu. Ja, kommt eigentlich wenig Luft vorne rein. So, ja, dann war es das mit diesem Video. Ja, zum einen mache ich ein separates Video. Das wird allerdings auch nicht so lang werden wie das, weil hier die Probleme sind ja mit denen beseitigt. Es sollte ja auch um die originale Version gehen und nicht um ja, meine Upgrade-Version. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich konnte ein bisschen was vermitteln und hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC Werkstatt.